Die Fuji X106 ist für mich momentan eine der schönsten Kameras auf dem Markt. Natürlich nach meiner X-T5. So schön die X106 aber auch ausschaut, so scheußlich klingt der Auslöser. Man hat zwar 3 verschiedene Sounds zur Auswahl, aber glücklich macht mich keiner. Hört sich komisch an, aber genau dieser Moment, wenn der Zeigefinger juckt und es den Klick macht, ist doch wie Nutella auf Butter, Marmelade auf Käse oder ein eiskaltes Weißbier bei 30 Grad. Und wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, warum man immer wieder loszieht. Heute gibt es aber kein vollumfassendes Video zur X106, denn davon gibt es schon genug auf YouTube. Mich hat ja viel mehr interessiert, was mir die kleine Fuji zu bieten hat und ob ich damit zurechtkomme, vor allem mit meinen Pranken und ob sie vielleicht eine Ergänzung zu meiner X-T5 ist. Das erste, was mich vor allem interessiert hat, war der eingebaute ND-Filter. Das ist schon ziemlich praktisch, wenn man den nicht immer unbedingt auf- und dann auch wieder abschrauben muss. Laut Fuji kann der eingebaute und zuschaltbare ND-Filter den Lichteinfall um 4 Blendenstufen reduzieren, was ja eigentlich einem ND16-Filter entsprechen würde, obwohl bei der X106 immer alle von einem ND8-Filter sprechen. Egal, in jedem Fall hat man so schon mal ohne viel Schrauben die Möglichkeit, auch bei helleren Lichtbedingungen mit größeren Blendenöffnungen zu fotografieren. Zugeschalten wird der ND-Filter über den Hebel vorne. Einfach eine Weile Richtung Auslöser drücken. So kann man auch tagsüber bei besonders hellen Lichtbedingungen mit Offenblende fotografieren oder auch Aufnahmen mit reduzierten Verschlusszeiten machen, was mir persönlich natürlich besonders gut gefällt. Das ist aber nicht nur im Fotomodus praktisch, sondern auch im Videomodus. Zumindest habe ich das hierfür relativ viel genutzt, um natürlich auch der 180-Grad-Regel gerecht zu werden. Also doppelte Verschlusszeit zu Bildern pro Sekunde. Beim Filmen im Logprofil mit einem vorgegebenen Basis-ISO von 500 bei F-Log oder 1000 bei F-Log 2 wird das bei sehr hellen Lichtbedingungen aber dennoch schwierig. Da braucht man dann doch wieder einen stärkeren ND-Filter zum Aufschrauben. Was mich bei der X106 ebenfalls getriggert hat, war natürlich der eingebaute Blitz. Überaus praktisch, um Motive aufzuhellen für Porträts oder natürlich auch für jede Familienfeier. Weihnachten kann also kommen. Der interne Blitz hat eine Leitzahl von 4,4 und eine Reichweite bis zu 7,4 Metern. Zudem hat man noch verschiedene Modi zur Verfügung, von der Vollautomatik bis hin zum manuellen Modus. Also gar nicht so schlecht für das kleine Lämpchen. Und auf jeden Fall etwas, was ich gerne auch an der X-T5 hätte. Dann aber eher ein Mini zum Aufstecken. Was ich an der X106 schmerzlich vermisse, ist das D-Pad meiner X-T5, denn dadurch hätte man noch ein paar Buttons mehr zur Individualisierung der kleinen Fuji. Dafür gibt es aber vorne an der X106 die F2-Taste sowie die sogenannte Sucher-Auswahl-Taste und damit wird der Fokusring dann zum Einstellring. Allerdings nur im Automatik, Teilautomatik, Filter- und Panorama-Modus. Im manuellen Modus bleibt der Fokusring ein Fokusring, glücklicherweise. Dreht man also in einem der Modi den Fokusring, lassen sich die Filmsimulationen ändern, der Weißabgleich oder der digitale Telekonverter nutzen, was ziemlich praktisch ist. Allerdings kann so die Kamera auch unbeabsichtigt leicht verstellt werden. Schön wäre es noch gewesen, man hätte der Steuerring-Funktion noch weitere oder andere Funktionen hinzufügen können, wie beispielsweise den Modus für die Belichtungsmessung, ISO oder ähnliches. Der kleine Kippschalter oder auch Sucher-Auswahl-Taste genannt, steuert den Wechsel zwischen optischem und elektronischem Sucher sowie den ND-Filter. Ebenfalls sehr praktisch, aber auch nicht neu belegbar. Es gibt aber auch noch ein paar Dinge, die mir nicht so gefallen. Als allererstes hätten wir dann natürlich die Akkulaufzeit. Zumal ich alle meine Fujis im Boost-Modus bzw. dem sogenannten Verstärkt-Modus betreibe, um das Maximum beim Autofokus und Leistung herauszuholen. Deshalb habe ich mir als erstes auch gleich nochmals 2 Ersatzakkus mit Ladegerät besorgt. Leider ist die X106 ja im Auslieferungszustand dazu auch noch relativ schlecht eingestellt, zumindest für meine Zwecke und meinen Geschmack. Als erstes habe ich den Bildstabilisierungsmodus von dauerhaft auf nur Aufnahme geändert, was mir schon mal einiges an Akku spart. Des Weiteren habe ich den LCD in der Helligkeit auf -2 reduziert, der war mir zu hell, und drittens schalte ich die Fuji nach Gebrauch immer wieder aus, was auch noch etwas Akku spart.
Viel mehr kann man aber leider nicht tun, da helfen dann nur noch die Ersatzakkus. Hätte Fuji die Portierung der X-T5 in die X106 komplett durchgezogen, hätte die X106 wahrscheinlich ein deutlich größeres und auch leiseres Objektiv. Denn das Objektiv bzw. den dazugehörigen Motor hat Fuji leider nicht modernisiert, was natürlich den Autofokus entsprechend ausbremst und auch nicht ganz so zuverlässig macht, wie man das vielleicht von einer X-T5 mit einem 23 mm f2 gewohnt ist. Damit kann man durchaus zurechtkommen, der Autofokus ist für meine Zwecke immer noch schnell genug, wenn auch die Lautstärke des Objektivs beim Scharfstellen etwas nervig ist. Für den Videomodus empfiehlt sich somit der manuelle Fokus oder der Single-Autofokus, denn alles andere hört man dann auch im Video. Aber genug gemeckert. Beim Thema Bildqualität, Auflösung und Schärfe konnte ich bis jetzt nicht allzu viel Unterschiede zur X-T5 mit einem 23 mm f2 feststellen. Das Objektiv liefert sehr gute Bildqualität, Auflösung und Schärfe. Vielleicht sogar manchmal etwas zu scharf, sodass ich auch schon wieder zu meinen Filtern gegriffen habe. Bei den JPEG-Einstellungen die Schärfe reduziert habe oder bei den RAWs eben später in Lightroom. Alles in allem ist die X106 durch ihre kompakte Größe und geringes Gewicht eine super praktische Kamera, die man immer dabei haben kann. Im Vergleich zur X-T5 mit einer Pancake-Linse ist sie schon noch etwas kleiner als die X-T5 und fällt somit vor allem in Schwarz noch weniger auf. Aber auch in Lowlight-Bedingungen macht die kleine Fuji eine ganz gute Figur und in Kombination mit einem Diffusion-Filter lassen sich so ganz nette Effekte erzeugen. Allerdings sollte man den ISO von 6400 nicht überschreiten, ich versuche sogar eher nicht über 3200 zu gehen, da das Rauschen sonst irgendwann grässlich wird. Besonders praktisch ist auch die Fuji X-App, mit der man die Bilder auch jederzeit und bisher ohne Probleme auf das Smartphone übertragen kann oder die X106 auch fernsteuern kann. Die 23 mm Brennweite, die ja im Vollformat einem 35 mm Objektiv entsprechen, bin ich ja schon seit vielen Jahren gewohnt. Zuletzt war ich ja damit auch auf den Lofoten unterwegs. Den Link zum Video findet ihr in der Videobeschreibung. Sie eignet sich aber nicht nur für Landschaft, sondern auch für viele andere Themen wie beispielsweise Street, Doku und vor allem Familienfotos. Und wem die 23 mm nicht ausreichen, der kann ja auch noch den digitalen Telekonverter nutzen oder sich einen optischen Weitwinkel- oder Telekonverter zulegen. Man ist also durchaus nicht so eingeschränkt, wie manche denken, spart sich die Kosten für teuren Film und kann mit der kleinen Fuji nicht nur fotografieren, sondern auch filmen. Und wer keine Lust auf Bildbearbeitung hat, ist mit der kleinen Fuji ebenso gut bedient wie mit allen anderen Fujis. Die X106 generiert tolle JPEGs, die man, sofern man richtig belichtet hat, auch nicht groß bearbeiten muss. Dennoch bin ich meistens mit beiden Formaten unterwegs, um später vielleicht mal aus einem Schwarz-Weiß-Bild ein Farbbild zu generieren oder umgekehrt, was mit RAW-Dateien wesentlich unkomplizierter ist und man nachträglich beispielsweise so ja auch noch die Filmsimulation ändern kann. Was ja bekannterweise bei den JPEGs nicht möglich ist. Das war's aber auch schon wieder für heute fürs erste von mir zur Fuji X106. Ich werde die kleine Fuji jetzt noch eine ganze Weile testen und schauen, ob sie sich mit meiner X-T5 verträgt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.